Meine Lieben, es geht weiter mit unserem zweiten Teil, mit unserem Action-Werkzeugtest, denn diese Tüte sollte noch leer werden. Aber jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wer den ersten Teil davon noch nicht gesehen hat, von unserem Action-Werkzeugtest, den werde ich natürlich dort oben nochmal verlinken, könnt ihr euch nochmal gerne anschauen. Die Resonanz von dem Video, die war sehr, sehr groß und viele haben sich einfach noch den zweiten Teil gewünscht, denn diese Tüte ist noch nicht leer. Das ist noch ein bisschen, ist da noch was dazugekommen, denn ich war noch mal bei Action. Ich habe euch ja gefragt, was ihr gerne noch sehen würdet. Erstens mal super herzlichen Dank für die ganzen Kommentare, positiv wie negativ, also nicht negativ jetzt aufs Video gesehen, sondern negativ von den Produkten. Es kam sehr, sehr viel rein, wo dann gesagt haben, oh, das Produkt ist absoluter Schrott bei mir, das ist super und so weiter. Und erstmal super und herzlichen Dank für die ganzen Kommentare. Da könnt ihr gerne bei diesem Video genauso auch weitermachen. Reden nicht so viel, leg los. Und das machen wir jetzt auch. Also, Action, die zweite. Sorry, das musste jetzt sein. Was ist in der Tüte noch drin? Eine Heavy Duty Schere. Das ist dieses Ding hier. Soll richtig dicke Sachen schneiden können. So richtig Powerteil soll das sein. Keine Ahnung, ob man das wirklich jetzt braucht. Wir werden es jetzt einfach mal testen, um mal zu sehen, wie gut diese Schere hier schneidet. Kosten tut sie 3,49 €. Natürlich echt günstig für eine Schere. So schaut das ganze Teil aus. Es schaut ein bisschen anders aus wie eine normale Schere. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Hier ist ein Öffner zum Öffnen und dann kann man hier so richtig schön drücken. Also scharf ist es definitiv. Die Schneiden, die sind jetzt leicht gezackt hier unten. Also das ist jetzt keine normale Schneide. Scharf ist es, aber dann haben wir hier noch, ich weiß, das kann man glaube ich nicht erkennen, das sind wirklich mini kleine Zacken drin. Gut, und jetzt wollen wir es nochmal mit der anderen Schere vergleichen. Ihr seht es ja selber, das ist eine Standardschere und da arbeite ich ja aus den Fingern raus. Und manchmal tut es mir richtig schön weh, wenn man dann richtig schöne dicke Sachen schneidet und es passt nicht und die Schere ist nicht richtig scharf, dann tut es hier weh. Bei der Schere ist es ja so, dass wir hier mit dem Handballen drücken und somit natürlich mehr Kraft ausüben können. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding einen Taug hat. Was soll die Schere denn können? Die soll laut Verpackung richtig dicken Karton schneiden können, Kabel schneiden können, alles mögliche, PVC, Plastik und so weiter. So richtige Sachen, was man mit so einer Schere eigentlich ja, anstrengend ist, irgendwas zu schneiden. Ich habe jetzt alles durchsucht, die Werkstatt. Ich habe jetzt nur einen richtig dicken Karton gefunden. Das ist dieser hier. Das sind richtig dick, 12 mm dicker Karton. Also richtig hart. Und da komme ich mit der normalen Schere, komme ich ehrlich gesagt, ihr kennt das selber, dieses Problem, wenn man dann es so schneidet. Aber ich komme durch, aber mit mega Anstrengung. Also das macht keinen Spaß. Normalerweise ziehe ich da mit dem Cuttermesser durch. Cuttermesser, nehmen wir mal ein richtig scharfes. Das funktioniert echt top mit einem richtig scharfen Cuttermesser. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dort mit dieser Schere durchkomme. So, öffnen. Und jetzt kann ich doch da echt richtig Kraft ausüben. Ich bin mal gespannt. Also mit einer normalen Schere komme ich nicht durch. Wow! Boah, auf Anhieb, schaut euch mal das an. Bam, bam. Wow, die schneidet ja richtig gut. Und ich meine, klar, mit dem Cuttermesser geht das Ding auch, aber das ist ja mal heftig. Also mal gar nicht mal so schlecht und das ist echt dicker Karton, ey. Wahnsinn, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da durchkomme. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, was ich noch schneiden soll, ganz ehrlich. Ich habe jetzt hier nochmal ein relativ dickes Kabel. Ich probiere es jetzt nochmal mit einer normalen Schere. Ich weiß, man macht das nicht mit einer normalen Schere. Aber nur mal zum Vergleich, die ist eigentlich gar nicht so stumpf, die Schere. Aber ich komme da nicht wirklich durch, also ich muss da wirklich... Naja, das macht man normalerweise auch mit einem Seitenschneider. Und es passt und er ist auch sehr scharf eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit dieser Schere passiert. Schauen wir mal. Wow! Habt ihr das gerade gesehen, wie schnell das durchging? Und schaut's mal, das ist mal so ein richtig schöner Schnitt sogar. Ich habe hier 4 mm Pappbeschwerholz. Ich habe da gerade was rausgeschnitten. Schaut's mal, was ich damit machen kann mit der Schere. Ich kann hier einfach
Sperrholz schneiden. Und jetzt schaut euch mal, es ist sogar noch ein sauberer Schnitt. Hättet ihr das gedacht? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß, das macht kein Mensch. Mit dem Cuttermesser hätte ich es definitiv nicht geschafft. Aber jetzt haben wir mal gesehen, wie stark diese Schere ist. Also kann man definitiv für 3,49 € kann man das Ding wirklich definitiv mitnehmen. Ich stelle mir gerade bloß die Frage, ich habe gar keine Anwendung für so eine Schere, ganz ehrlich. Ich wollte es jetzt einfach nur mal testen. Also alles in Ordnung, das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Habt ihr da so eine Anwendung für so eine Heavy-Duty-Schere? Wer weiß, bin mal gespannt. Ein Griff in die Wundertüte und was kommt raus? Ein Bohrer-Set. Also das sind wirklich 130 Stahlbohrer HSS Drill Set für 14,95 €, 130 Stück. Haben sich viele auch gewünscht, dass man sich das mal anschaut oder ob ich das auch mal testen könnte. Da wollen wir mal natürlich schauen, was ich jetzt verwende. Und das ist natürlich für einen Hobbyisten, der es ab und zu mal irgendwo ein Loch bohren will, total schwachsinnig, sich so ein Bohrerset zu kaufen. Ich habe jetzt nämlich hier HSSE und HSSG Bohrersätze und die sind mal richtig teuer, Leute. So ein Bohrersatz, der kostet mal so um die zwischen 100 und 130 €, kann ich euch gerne mal unten verlinken. Und mit denen bin ich so top zufrieden. Das ist so eine krasse Qualität einfach nur und so eine hohe Standzeit, was ich mit den Bohrern habe. Aber wenn man natürlich einen Bohrer nicht oft benötigt, dann reicht, denke ich mal, so ein Set auch. Ich habe dann ja mehrere drin. Wir wollen das jetzt einfach mal testen. Ich habe schon mal was vorbereitet. Natürlich die richtige Drehzahl. Wir werden auch kein Holz bohren, sondern wir werden jetzt einfach mal eine Metallplatte, eine Metallplatte mit 16, also Stahlplatte mit, nicht 16 mm, 10 mm Dicke bohren. Und da wollen wir mal schauen, wie viel wir da bohren können. Natürlich auch mit Kühlung, richtige Drehzahl und so weiter und so fort. Und da wollen wir jetzt einfach mal gucken. Ich werde nicht vorbohren. Wir werden nämlich nur einen 6 mm, wo haben wir denn die 6 mm? Hier den 6 mm Bohrer benutzen und werde auch nicht vorbohren bei dem 6 mm. Schauen wir mal, wie sich dieser Bohrer einfach schlägt. Boah, heftig, jetzt tut mir der Arm weh. Ganz ehrlich, ich habe es auch aufgehört zu filmen, das dauert zu lang. Ich habe jetzt 15 Löcher damit reinbekommen. Da würden auf jeden Fall noch mal ein paar mehr gehen, aber es fängt jetzt langsam an auszuglühen, der Bohrer. Aber ich sage jetzt mal für 15 mal gar nicht mal so schlecht. Also Leute, das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Natürlich ist der Qualitätsbohrer deutlich besser, ist mir schon klar. Aber ich sage jetzt mal, ich habe hier trotzdem 15 Bohrungen in 10 mm Stahl geschafft. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Kraftaufwand, deshalb glüht er auch ein bisschen, ich stärke es mal schneller aus. Er fängt jetzt langsam an auszuglühen. Das heißt, er wird dann langsam stumpf hier, das Ganze. Er wird zu warm einfach. Aber ich denke mal, ich schaffe damit definitiv nochmal vielleicht 15 Löcher mit mehr Kraftaufwand. Aber danach ist er wirklich komplett durch. Aber ich muss es sagen, der hat sich jetzt für so einen Billigbohrer gar nicht mal so schlecht geschlagen. Ich meine, klar, die Dinger funktionieren richtig gut für einen Heimwerker, der jetzt mal ab und zu mal ein bisschen was bohren will und nicht jetzt hier 1000 Löcher am Tag bohren will. Ganz ehrlich, ist das Ding absolut noch in Ordnung. Mich wundert es selber gerade ein bisschen. Ich persönlich bin der Meinung, ich bleibe lieber bei meinen guten. Ich habe schon mal welchen von anderen Discountern schon mal so Bohrer gekauft. Das war viele Jahre zurück. Und die Dinger sind nach zweimal Bohren, sind die durch sowas, sind die komplett am Filter gewesen. Ist jetzt bei dem nicht der Fall, habt ihr ja gerade selber gesehen. Bevor es weitergeht, möchte ich noch mal ganz kurz was erwähnen, weil das kommt, also Behauptungen stehen da teilweise im Raum. Jens, du kriegst da von Action Geld dafür. Nee, Leute, ich krieg da kein Geld für so ein Action-Video. Ich kaufe mir auch diese ganzen Sachen, kaufe ich von meinem Geld und ich kaufe sie eigentlich nur für euch da draußen, um diese Sachen euch, dem Heimwerker, bitte beachten, dem Heimwerker einfach vorzustellen. Denn für Heimwerker sind solche Sachen wirklich absolut
manchmal ausreichend. Ich bin eher so der Handwerker und ich kaufe mir zu 90% eigentlich Qualitätswerkzeuge und kaufe mir solche Sachen eigentlich selten. Also ich sage jetzt mal so, hier geistern natürlich auch Produkte von irgendwelchen Discountern durch die Gegend, aber das sind Produkte, die ich dann nicht sehr oft verwende und dafür ist es absolut komplett ausreichend. Das will ich euch damit einfach nur nochmal sagen. Aber ich denke mal, jetzt geht's weiter und wir werden weiter testen. Kommen wir mal zum nächsten Test, Leute. Und zwar brauche ich da erstmal ein bisschen was. Und zwar diesen Autoreifen. Ich habe nämlich hier einen kleinen mobilen Kompressor und den wollen wir uns mal anschauen, ob der überhaupt einen Taug hat. Und zwar fürs Reifen aufpumpen, Fahrrad, Autoreifen und so weiter und so fort, Ballaufblasen und so weiter ist das Ganze für gedacht. Dies technische Daten, Akku 2500 mAh, 8 Volt Spannung, 10,3 Bar maximaler Luftdruck und 5 Volt zum Ladenennspannung. Also das heißt, wir können über USB-C, jawohl, USB-C können wir da hier das Ganze aufladen. Gedacht, also wie gesagt, für Fahrräder, Roller, Auto, Ball und Kunden- oder spezifische Anpassung. Jetzt schalten wir das ganze Ding mal an. Ich habe ihn jetzt schon mal geladen, nicht, dass der dann leer ist nachher. Und jetzt sehen wir da ein richtig schönes Display und da können wir dann unseren Reifendruck zum Beispiel einstellen und auf Start drücken. Also da gibt es dann auch verschiedene Programme wie Auto, Fahrrad und so weiter, das kann man da alles noch einstellen. Aber da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf gehen. Ich will wissen, ob dieses Ding überhaupt richtig funktioniert. Und es soll automatisch abschalten, wenn es den passenden Reifendruck kontrolliert hat. Dafür haben wir jetzt einen Autoreifen da. Ja, ich weiß, das Ding steht nicht auf dem Auto. Ist mir jetzt auch ganz klar und das werden wir jetzt aber trotzdem mal die Luft so ein bisschen rauslassen aus dem Reifen und wollen einfach mal schauen, ob wir jetzt dann 4 Reifen komplett aufpumpen können. So bis, ja, mach mal einfach 2,9 Bar. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Kostet 19,99 € bei Action. So, ihr seht es gerade selber, an dem Reifen war gar nicht mehr viel drin. Seht ihr das Ganze? 0,9 Bar sind drin, 2,9 wollen wir haben. Jetzt wollen wir mal schauen, auf Auto ist es eingestellt. Hier leuchtet auch das kleine Lichtchen an. Ich glaube, das springt dann auf grün über, glaube ich. Wenn es dann fertig ist, oh, jetzt schaltet das Gerät schon wieder ab. Müssen wir nochmal anschalten. So, genau. Und jetzt haben wir diese 0,9 dran. Und jetzt können wir da an der Seite auf den Start-Button drücken und dann schauen wir mal, was passiert und wie lange es braucht oder ob es überhaupt funktioniert. Okay, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Also ich muss natürlich zugeben, das war jetzt komplett übertrieben. Das war jetzt ein kompletter Extremtest, weil normalerweise gehört hier nur 2,2 rein in diesen Reifen. Wir haben 2,9 probiert. Es hat funktioniert. Ich habe aber den Film ein bisschen abbrechen müssen, weil ganz ehrlich, es hat jetzt wirklich super lang gedauert. Es waren jetzt 5 Minuten, bis es jetzt von unter einem Bar auf diese übertriebene 2,90 war. Ganz ehrlich, aber es ist nicht wirklich heiß und wir haben noch 2/3 vom Akku haben wir noch, die Striche sind noch 2/3 sind noch da. Jetzt lassen wir mal ein bisschen Luft raus. Geht es eigentlich auch andersrum, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt hier runter auf 2,30 zum Beispiel und sage, wir wollen 2,30 haben und drück Start? Nee, also das funktioniert nicht. Luft ablassen kann ich nicht damit, so wie ich es jetzt sehe. Dann machen wir also einen realistischen Test. Also wir haben jetzt da einen Reifen, Winterwechsel oder sonst irgendwas. Wir sind jetzt bei 1,95, wollen auf 2,30 hoch und wollen das Ganze einfach mal nachpumpen. Dafür ist die Pumpe eigentlich gedacht und nicht einen kompletten Reifen komplett neu aufzupumpen. So denke ich mir jetzt mal. Also wollen wir einfach mal starten. 1,95, 2,30. So, wir haben die 2,30 erreicht. Hier hinten am Schlauch ist die Luft einfach da hinten. Das ist ein bisschen warm hier. Ansonsten geht es eigentlich. Wir haben immer noch 2/3 Akku drin. Also das sollte funktionieren, um Reifen nachzupumpen. Wir haben jetzt da auch deutlich so an die über 3 Minuten gebraucht, für das Ganze aufzupumpen. Also es funktioniert definitiv. Das machen wir jetzt noch. Machen wir noch zweimal einfach. Mal schauen, wie der Akku dann einfach hält.
Wow, wir haben es geschafft. Es hat jetzt echt lang gedauert. Aber wir haben jetzt einen Reifen von unter einem Bar auf 2,9 Bar gepumpt. Wir haben jetzt 3 weitere Reifen von circa 1,8 hochgepumpt auf 2,30 und wir haben jetzt noch 1/3 von der Akkuleistung drin. Also wir haben 3 Striche, ein Strich ist noch da. Hat also funktioniert. Das Gerät ist schon, ja, ich sage jetzt mal, ja, relativ warm, aber man kann es ganz normal noch anfassen, gar kein Problem. Also hat funktioniert, aber erwartet jetzt nicht, dass ihr hier 4, 5, 6 Reifen von unter einem Bar richtig hochpumpen könnt. Erwartet das jetzt nicht und ihr müsst natürlich auch sehr lang warten. Ich meine, was erwartet ihr praktisch von so einem mini-kleinen Motor? Also für Reifen nachpumpen oder so funktioniert das echt richtig gut. Wir liegen ja bei dem Ding bei 19,99 € und das mal im Auto drin zu haben oder im Fahrrad oder sonst irgendwas oder mal ein Fahrrad aufzupumpen, ist es überhaupt kein Stress und es funktioniert. Aber nur zum Nachpumpen. Ich denke mal nicht, dass der Akku dann komplett durchhält, wenn wir da jetzt 4 Reifen komplett von unter einem Bar, weiß Gott wo, hochpumpen. Selbst mein guter Makita Akkukompressor mit 18 Volt tut sich da schwer, wenn er 4, 5 Reifen komplett von unter einem Bar richtig hochpumpen müsst. Da braucht er auch relativ lang. Aber für das kleine Gerät, für das Geld, absolut gut. Ich habe noch was vergessen. Ich glaube, das braucht sowieso kein Mensch. Da ist noch eine Taschenlampe mit drin. Nur mal so zur Info. Nächstes aus der Wundertüte. Hier haben wir Bitset. Vom normalen Bitset hat man mir abgeraten, dass die angeblich nicht sehr gut sind. Das haben sehr viele geschrieben. Jetzt dachte ich mir aber, Impact Bits sind ja auch für Schlagschrauber geeignet. Und die schauen wir uns einfach mal jetzt an. Kosten tun sie 7,99 €. Da ist ein kleines Set dabei mit verschiedenen Bits und dann auch für Sechskant. Bithalter und noch ein Adapter. Also für 7,99 € wäre das natürlich ganz gut, wenn das Ding funktioniert. Normalerweise nutze ich jetzt immer meine Bosch hier, die sind echt gut und ich bin damit noch nicht auf die Schnauze geflogen. Gibt es natürlich noch bessere, aber die reichen mir absolut aus, meine Bosch Professional, die Impacts. Jetzt schauen wir mal, ich habe jetzt hier eine 6x300er Schraube und ich habe hier einen Schlagschrauber und da wollen wir jetzt einfach mal probieren, ob wir die Schraube ohne Probleme einfach reinballern können mit diesem T40 Bit. Wollen wir mal schauen, ob das Ganze ganz easy funktioniert und ob nicht gleich der Bit dann irgendwo abbricht. Aber ich glaube, das müsst ihr doch schaffen. Und ja, mir ist bewusst, ich hau das jetzt ins Hirnholz rein. Es ist natürlich einfacher, weil ich habe so ein riesen Ding, habe ich jetzt einfach nicht da. Sorry, deshalb hauen wir es einfach jetzt mal ins Hirnholz rein und schauen wir mal, ob der durchballert. Scheint einfach zu funktionieren. Alles gut, das machen wir noch 2, 3 Mal und gut ist. Ich denke mal so, dass es jetzt nicht so oft vorkommt, dass man solche riesen Schrauben reinballert. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, es schaut noch nicht wirklich schlimm aus. Ihr seht es jetzt gerade. Ganz normale Abnutzung. Ich meine, Farbe ist halt ein bisschen weg, aber es hat ganz gut funktioniert. Also ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Natürlich habe ich jetzt keine tausendste Schraube damit reingedreht. 7,99 €. Schlagschrauber geeignet, gebrochen ist nichts und wir haben da jetzt echt schon eine Belastung drauf gehabt. Ja, ich weiß, das waren jetzt nur mal gerade vier große Bohrungen, aber der Bit schaut doch noch ganz gut aus. Was meint ihr dazu? Habt ihr auch schon Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen mit diesem Impact Bit Set gehabt? Oder wie auch immer, das würde mich mal interessieren und schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein, ob da irgendjemand einen negativen Punkt dazu hatte. Natürlich auf Langzeit kann ich jetzt nichts sagen, aber für 7,99 € kann man sich öfters mal solche Dinger kaufen. Sollten sie nicht länger halten. Naja, bin mal gespannt auf eure Meinung. Gut Leute, jetzt kommt doch ein bisschen Kleinkruscht, was auch ich theoretisch mitnehmen würde, wäre solche kleinen Kunststoffboxen. Und zwar, das ist so Aufbewahrungsboxen, die man jetzt mal in die Schublade stellen kann oder so. Die finde ich echt ganz gut und die zeige ich euch mal schnell. Diese hier meine ich. Ich meine, schaut's mal, das Ding kostet 82 Cent, ist optimal, um irgendwas reinzumachen, hat ein Anti-Rutschteil drauf. Also das heißt, das rutscht hier nicht weg. Hat hier auch noch
ein Anti-Rutsch-Belag dann drin. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Diese kleine Box gibt es in verschiedenen Größen. 39 Cent. Diese Box auch mit Anti-Rutsch-Teil da unten dran, dass es nicht wegrutschen kann. Also ich finde es echt ganz gut. Natürlich sind wir von der Höhe begrenzt. Also ihr müsst dann natürlich dann in euren Schubladen sowas dann machen. Ich meine, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wie man sich solche Boxen selber aus Restmaterial oder Abfallholz, wie man sich sowas selber herstellen kann und das Ganze mit einer Oberfräse und man kann die Wunschgröße auf die Schublade genau anpassen. Dieses Video kann ich euch gerne mal dort verlinken. Links da oben oder unten in der Videobeschreibung. Aber wie gesagt, solche Boxen kann man auch immer mal wieder mitnehmen, da ist nichts verloren dabei. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Gruschartikel, was ich jetzt einfach mal so mitgenommen habe. Und jetzt mal die Frage an euch, braucht man sowas? Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Und zwar ist das für 1,49 € ein Magnetarmband. Ich habe es jetzt schon um. Das macht man um sein Armband rum. Da steht man auf der Leiter, weiß nicht, wo man hin die Schrauben tut oder so. Und dann nimmt man so eine Handvoll Schrauben, macht die einfach hier fest. Und dann habe ich die an meinem Handgelenk, die fallen nicht ab. Jetzt mal ehrlich, hat jemand sowas schon und hat das schon mal verwendet, sowas? Also ich weiß nicht, ob ich sowas verwenden würde. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. 1,49 € kann man mal mitnehmen. Ob man es braucht oder nicht, ist die andere Frage. Aber manchmal ist es ganz praktisch. Man steht auf der Leiter, hat jetzt die Hosentaschen, ist es vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Und dann kann man mit dem Akkuschrauber einfach mal schnell die Schraube einfach greifen, zack, bumm, reinballern oder wieder hinmachen das Ganze und verliert das ganze Zeug nicht. Also es hebt auch ganz gut. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. So, nächstes Produkt ist ein Maßband mit 5 Meter, ist gummiert. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt rausfliegt, weil ich habe noch so viele andere billige und die fliegen teilweise wirklich alle raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das genau ist. Ihr wisst schon, warum sich das Ganze hier vorne bewegt, oder? Also ich erkläre es nochmal ganz kurz. Je nachdem, wie ihr messt, muss das natürlich bewegbar sein. Wenn ihr das Ganze einhängt, ihr müsst es ja wirklich mitberechnen und so ist es dann richtig eingestellt, das Maßband. Also das muss sich bewegen vorne, das ist nicht kaputt. Nur für diejenigen, die es nicht wissen. Ich hänge das Ganze ein und kann das Ganze messen. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Stoß irgendwas messe, das heißt, ich gehe jetzt da auf Stoß irgendwo hin, bam, und dann muss das ja genauso auch noch passen, weil ihr müsst ja dieses Materialstärke, müsst ihr ja praktisch einkalkulieren und das ist dann diese Bewegung hier. Manche sind genau, manche sind nicht genau. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob dieses genau ist. Was haben wir noch an dem Maßband? Hier ist auch noch ein Taster. Wofür ist denn der da? Ach, da kann ich dann so nochmal einzeln stoppen und nicht nur das Ganze festmachen. Okay, das ist auch noch ein extra weites, also extra Breite haben wir da nochmal bei diesem Maßband. Ja, wie gesagt, kostet 2,99 € und ich habe jetzt mit meinem Anreißlineal, habe ich hier mal 220 mm genau angerissen. Das stimmt wirklich sehr genau. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie genau unsere Messung hier ist. Ich hoffe, ihr könnt es dann noch erkennen, wenn ich es größer mache. Also wir sind hier eigentlich genau, ja, ich rede jetzt nicht vom Zehntelbereich, ich rede jetzt einfach, alles in Ordnung, 220 zeigt er mir hier an. Jetzt gehen wir mal das Ganze auf Stoß, ob wir da noch genau drin sind und nochmal ein bisschen weiter, aber ein bisschen rausmachen, dass wir da weiter runterkommen. So, und da sind wir eigentlich auch noch relativ gut, ich sage jetzt mal 221 vielleicht, ein Zehntel oder so. Alles noch in Ordnung, also das passt. Jetzt haben wir hier noch ein Produkt, ein Seitenschneider für 2,79 € und jetzt mal ganz ehrlich, das ist natürlich ein Megapreis, aber ihr müsst da sakrisch aufpassen, weil da gibt's so krasse Qualitätsunterschiede. Ich habe jetzt zum Beispiel hier noch einen da von Bosch Professional, der wird da auch um die 14 € wird der gehandelt. Ich meine, das ist ein krasser Preisunterschied zu so einem günstigen. Oder ich habe hier noch einen Mannesmann, der ist auch noch relativ okay für 5 €. Naja gut, aber ich mag dann eher schon diesen Bosch Professional. Oder ein Knipex zum Beispiel. Der Knipex, der liegt dann irgendwo circa bei 20 €. Das ist natürlich ein krasser Preisunterschied. Aber ihr müsst da sakrisch aufpassen. Ich habe auch bei diesen aufpassen müssen, denn es gibt richtig krasse Qualitätsunterschiede. Und zwar kommt es hier immer auf diese Schneide drauf an. Den hier, den ich jetzt bei Action rausgesucht habe, der schaut relativ gut aus von der Schneide. Bei der Schneide müsst ihr darauf achten, wenn ihr bei Action seid und sowas euch mitnimmt, müsst ihr schauen, wenn ihr die zusammen drückt, die Schneide, ob hier irgendwo ein Lichtspalt drin ist. Das ist schon mal ganz wichtig. Da habe ich ein bisschen suchen müssen. Da waren nämlich auch schlechte dabei. Denn beim Seitenschneider ist es dann wirklich dann so, ihr könnt es auch testen mit einem Blatt Papier. Wenn ihr da praktisch
das Ganze hier ein Papierstückchen schneidet, dann muss das ein schöner, sauberer Schnitt sein. Wenn da überhaupt kein Schnitt drin ist, dann habt ihr ein Problem, dann ist das Ding einfach nur Schrott. Und ihr müsst einfach schauen, ob das dann passt und ob hier ein sauberer Schnitt drin ist. Genauso bei den Guten natürlich, das ist klar, bei diesen Guten, da hört man sogar ein richtiges Klackern. Klick macht's dann, wenn man das Papier schneidet. Also da sieht man, dass es einfach passt. Jetzt wollen wir aber trotzdem noch einen Test machen. Hier habe ich ein 4 mm Sperrholz. Ja, ich weiß, man schneidet das ja eigentlich normalerweise kein Sperrholz damit. Aber da können wir einfach mal schön testen, ob das dann einfach passt vom Schnitt her. Also da schauen wir mal, ob wir dann durchkommen, ob die Schneide auch schön scharf ist. Aber die fühlt sich nicht ganz so scharf an. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Ui, da muss ich ganz schön drücken. Okay, bin durchgekommen, aber ihr habt es gerade gemerkt, ich habe da ganz schön drücken müssen. Jetzt wollen wir mal einen Test mit diesem Bosch machen, ob wir da leichter durchkommen. Ach Gott, das geht ja mal richtig leicht, denn da ist dann die Schneide schon natürlich, ja, easy. Und hier noch einmal. Also es funktioniert, aber man muss so richtig drücken. Also die Schneide ist jetzt nicht die perfekteste, aber ich sage jetzt mal, für 2,79 € kann man den mal mitnehmen, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas schneidet. Ist in Ordnung. Aber wie gesagt, achtet auf die Schneide, ob das passt. Jetzt haben wir so einiges wieder durchgetestet und ich habe so das Gefühl, dass dieses Video definitiv wieder zu lang wird. Sorry dafür. Aber eure Meinung ist mir auch mal wichtig. Hattet ihr eigentlich schon mal Totalausfälle mit Action-Werkzeug, mit Discounter-Werkzeug? Würde mich mal echt interessieren. So einen richtig krassen Totalausfall hatten wir heute auch wieder nicht dabei. Ja, wie gesagt, Handwerkersicht ist wieder eine andere Sicht. Ich würde mir teilweise sowas vielleicht nicht kaufen, weil ich es öfters verwende einfach. Ich würde dann doch lieber auf Knipex oder auf Bosch Professional gehen. Aber es kostet natürlich auch richtig Geld. Also das muss man immer von zwei Seiten einfach sehen. Und seid da auch lieb zu den anderen, die dann wirklich auch solche Werkzeuge dann auch einsetzen. Und schreibt es mir wirklich alles mal unten in die Kommentare rein, komplett aus Totalausfälle. Seid ihr zufrieden mit dem Werkzeug? Habt ihr da schon was anderes im Einsatz gehabt? Mit dieser Zwinge kann ich zum Beispiel nicht mitreden. Wenn diese Zwinge, da habe ich schon ein paar Kommentare bekommen, dass die Einhandzwinge auf Langzeit einfach ihren Druck oder ihre Presskraft nicht halten kann. Da kann ich jetzt leider nicht mitreden, weil ich habe es jetzt vielleicht gerade mal ein paar Mal benutzt und die Spannkraft passt einfach noch. Aber wie gesagt, das alles könnt ihr einfach mal unten in die Kommentare reinballern. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst dem Video bitte einen Daumen da. Vergesst die Kommentare nicht und eure Meinung ist mir nämlich wichtig. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das und vergesst die kleine Glocke nicht mehr, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Action-Grüße aus dem Allgäu, bis demnächst. Servus.